Hallo und herzlich willkommen zurück zu Statistik. Dieses Mal geht es um ein großes Thema, nämlich die sogenannte Gaußsche Normalverteilung oder einfach nur Normalverteilung oder auch Glockenkurve genannt. Weil sie so unglaublich wichtig ist, hat sie gleich drei Namen gekriegt. Manchmal auch Schweizer Taschenmesser der Informatik oder Statistik generell, weil sie so viel kann. Das Ding ist echt cool, weil fast alles oder saumäßig viel einfach nur normal verteilt ist. Gut, fangen wir gleich mal an. Die Normalverteilung, also die gaußsche Normalverteilung, ist eine Verteilung wie jede andere auch, nur es ist eine ganz normale Kurve. Man kann das Ding modellieren, indem man drei Parameter nimmt, nämlich hier einmal x, einmal μ und ha, einmal Sigma. Aber Vorsicht, Sigma Quadrat hier nehmen, damit man es später leichter hat. Und die Formel ist nicht gerade intuitiv, aber wirklich wichtig. Die solltet ihr euch fast schon merken. Nein, das war's falsche. Sekunde, ich hab's gleich. Jetzt. Ähm, mal die Wurzel aus 2. Jetzt brauche ich Pi. Ha, wo finde ich Pi? Äh, da ist es doch. Sehr schön. Ähm, mal e. Achso, ja, da brauchen wir dann natürlich noch ein Hoch. Wo ein e ist, ist auch ein Hoch, fast immer. Minus 0,5 mal. Da darf jetzt wieder ein Bruch rein. Also es wird eklig, wie ihr sehen könnt. X minus μ ähm, Sigma. Ihr seht, ich habe mich gebessert. Ich kann mittlerweile Sigma den ASCII-Code aus dem Kopf. So, und das hier zum Quadrat. Ich wollte zum Quadrat. So, ja, was zur Hölle? Komische Verteilung. Gut, eins, also Sigma ist, wie ich euch schon öfters mal erklärt habe, die Varianz. Pi ist Pi, solltet ihr kennen, Wurzel ist Wurzel und E ist E. X ist einfach der Parameter, von dem das Ganze abhängt. Ähm, ja, man braucht irgendwas, von dem es abhängt. μ ist der Erwartungswert und Sigma ist wieder unser, ähm, ja, unsere Varianz. Beziehungsweise unsere Varianz ist eigentlich Sigma Quadrat. Sigma ist eigentlich die Standardabweichung. Die Dinge haben einfach nur ja, eigene Namen. So, die Fläche, die das Ding hier einschließt, ist immer genau eins. Das heißt, wir haben hier eine perfekte Wahrscheinlichkeitsverteilung, also wirklich von minus unendlich bis unendlich muss das sein. Und dann kommen wir auf genau eins, egal wie unser x gewählt wird, beziehungsweise unsere drei Parameter. Ähm, was es natürlich sehr, sehr gelegen macht für alles. Ähm, und ein paar Beispiele jetzt, was normal verteilt ist. Zum Beispiel der Intelligenzquotient ist normal verteilt. Da gibt es viele Menschen mit einem durchschnittlichen IQ, ein paar haben höheren, ein paar haben niedrigeren und dann gibt es ganz kleine Ausreißer, die hochbegabt oder einfach nur strunzdumm sind. Ähm, ja, deswegen Normalverteilung. Dann die Körpergröße innerhalb von einem Geschlecht, also alle Männer sind normal verteilt gleich oder halt normal verteilt groß, also es gibt eine Durchschnittsgröße und ein paar sind halt größer, ein paar sind kleiner. Die verändert sich natürlich auch mit den Jahren, aber wenn man möglichst nah bei also bei Geburtsort bleibt und möglichst nahe ähm, beim Jahr, wo die Leute geboren sind und natürlich innerhalb von einem Geschlecht, dann sind diese Dinger normal verteilt. So, und genau aus diesem Grund kann man hier diese Funktion für relativ viele Sachen benutzen. Ähm, nämlich zum Beispiel auch diesen Erwartungswert hier. Hat man irgendwelche Sachen gegeben, irgendwelche Stichproben, dann vermutet man erstmal, sie sind normal verteilt, rechnet dann aus einer möglichst großen Stichprobe einen Mittelwert aus und das ist dann der Erwartungswert. Dann hat man schon mal hier μ. Und hier die Standardabweichung bzw. die Varianz kann man auch ausrechnen. Ähm, das wisst ihr ja, wie das geht. Da habe ich euch ja schon die Formel gezeigt für Stichproben. Und dann kann man hier eine Vermutung aufstellen, dass die Dinger normal verteilt sind und hat dann sein Ergebnis. So, jetzt die Standardnormalverteilung ist nochmal ein bisschen. Ups, so geht das auch. Das ist natürlich nice.
Das wusste ich gar nicht. Die Standard-Normalverteilung ist einfach, wenn ich hier μ gleich null wähle, also der Erwartungswert ist null und die Varianz, also Sigma Quadrat, ist eins. Dann ist natürlich auch Sigma gleich eins, sollte klar sein. Ähm, ja, dann ist das Ding einfach eine wunderschöne Glocke über der Y-Achse. Also die Y-Achse ist dann genau die Mitte. Der Höhepunkt liegt auf der Y-Achse und links und rechts ist sie symmetrisch. Sieht dann ziemlich cool aus. Ich habe leider kein Programm gefunden, was mir so ohne weiteres die Funktion richtig ausgibt, ohne dass ich Copyright-Probleme hätte. Deswegen würde ich euch bitten, gebt einfach mal bei zum Beispiel Wolfram Alpha ein oder in eurem GTR, falls ihr einen besitzt. Ja, ähm, gut, dann noch ein paar Notationen. Es wird auch öfters mal so dargestellt, also wenn jetzt zum Beispiel die Zufallsvariable x normal verteilt ist, dann schreibt man auch öfters mal x und dann so eine komische, Sekunde, da, so eine Schlange. Ähm, Dann ein geschwungenes n, das ich leider nicht machen kann hier, das gibt es nur als Bild. Und dann wieder ein μ, ähm, so, und ein Sigma Quadrat. So, wenn ihr das irgendwie so seht, dann sind meistens hier diese Parameter angegeben und aus denen könnt ihr dann direkt Varianz und Erwartungswert rauslesen und dann wisst ihr, wie x verteilt ist. Also diese Zufallsvariable dann. Das ist eigentlich ziemlich nice, muss ich sagen. Und x ist dann natürlich der Wert, der auf der Achse abgetragen wird. Die letzten Male bei uns war es meistens k, ähm, aber das ist ja egal, wie man die Dinger nennt. So, ähm, ja, das ist eigentlich. Ah ja, genau, Median, also ja gut, der Median ist quasi der Erwartungswert, also in dem Fall ist es wirklich exakt derselbe. Und wir haben, wie ich schon sagte, ein Maximum an der Stelle vom Erwartungswert, also hier. Also für x gleich Erwartungswert haben wir ein Maximum, weil ja hier dann null steht und dann wird das hier möglichst klein und so weiter und so fort. Vielleicht mache ich dazu noch ein paar fortgeschrittene Mathe-Videos, mal gucken. Wenn ihr das wollt, dann schreibt es in die Kommentare, ansonsten kann es doch dauern. Er hat natürlich zwei Wendestellen, symmetrisch ist er auch. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon, was ich zur Normalverteilung sagen möchte. Ähm, ja, tatsächlich, das war es schon. Was vielleicht noch wichtig wäre, innerhalb von, also es gibt natürlich zwei Wendepunkte, weil wir ja ein Maximum haben und im Unendlichen gegen Null laufen auf beiden Seiten, also Richtung Minus unendlich und Richtung Plus unendlich. Und deswegen gibt es zwei Maxima, zwei Wendepunkte. Die liegen ein bisschen seitlich und von diesen Wendepunkten eingeschlossen wird eine Fläche. Und innerhalb von dieser Fläche, also links von der Kurve mit dem Erwartungswert liegen 34% und rechts von der Fläche liegen 34% unserer gesamten Verteilung. Das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt für den Intelligenzquotienten die Werte hätten, könnten wir uns den Wendepunkt ausrechnen und dann wüssten wir, dass 68% der Menschen einen Intelligenzquotient von Wendepunkt 1 bis Wendepunkt 2 haben. Ist das nicht geil? Ähm, Deswegen ist die wirklich wichtig. Also spielt ein bisschen damit rum und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.